Ja, moin moin, sagt man hier nicht. Man sagt Grüß Gott, oder? Grüß Gott. Grüß Gott. So, wir sind in der Nähe von Nürnberg im Fränkischen und haben gut gefrühstückt und sind dann hierher gekommen. Marc, vielen Dank, dass du dich beworben hast. Gerne. Und dieses Mal haben wir wirklich was ganz Besonderes. Wir haben ein DeSoto. Das ist ein Fahrzeug von 57, aber Fakten kann Marc gleich ein bisschen mehr erzählen. Gibt es noch ein bisschen eine Geschichte dazu. Auf jeden Fall haben wir uns mega gefreut, dass du dich beworben hast, weil so ein Auto kriegt man ja nur wirklich nicht alle Tage vors Gesicht und ja, trifft auch voll meinen Geschmack. Also ich finde so ein Auto on top noch, ja, ist ja immer Geschmackssache, aber das ist einfach nicht nur, weil es selten ist, sondern ich finde einfach die Autos cool. Ich mag auch ein bisschen Amerika, so, das passt natürlich dann ganz gut rein. Und ja, aber ihr seht, nicht nur Autos begeistern dich, sondern es fing mit Motorrädern an. Ne? Korrekt. Vielleicht einmal ganz kurz zu den Motorrädern oder auch zu deiner Person. Du handelst aber nicht mit Motorrädern oder Oldtimern. Nur just for fun, und für mich ist halt wichtig, dass die alten Dinger auch laufen. Ich schaue, dass jedes von den Fahrzeugen auch bewegt wird. Ich halte nicht viel davon, das auf den Hänger zu geben und dann zu gucken und wieder heimzufahren, sondern ich bin mit den Kisten auch unterwegs. Man sieht es ja auch, und es sind ja ein paar im Originalzustand unterwegs. Und angefangen hat eigentlich alles mit dem Roller. Ja. So bin ich mal infiziert worden. Was ist das für ein Roller, ganz kurz? Das ist ein IWL, Industriewerke Ludwigsfelde, im Berlin-Roller. Ja. Und ich wusste damals nicht, dass der 150 Kubik hatte. Und ich musste dann erstmal einen Führerschein machen. Ja. So ging es dann los, dann war ich halt infiziert. Zum Leidwesen meiner Frau, die fährt da nicht mit. Und das war eben der Grund, warum ich dann irgendwann mal überlegt habe mit ihr zusammen, dass wir so einen schönen DeSoto, wie ihr nachher gleich sehen werdet, gekauft haben, damit man einfach zusammen auch was machen kann. Zu dem DeSoto würde ich gleich noch ein bisschen was sagen. Ansonsten sammle ich eigentlich englische Motorräder. Damit halt nicht jeder eine BMW fährt. Nichts gegen die BMW-Fangemeinde, die wollte ich damit nicht abwerten. Die sind ja auch dicht. Aber ne? Klar, bin ich in der Minderheit mit meinen englischen Kisten. Aber mir war halt wichtig, das sind schnelle Vorkriegsfahrzeuge und ich bin immer ganz, ganz schnell unterwegs. Immer auch zum Leidwesen meiner Frau bin ich auch schon ein paar Mal abgestiegen. Das gehört auch dazu. Bin aber immer wieder aufgestiegen und habe gesagt, ich möchte noch weiterfahren. Ja. Ja, und letztendlich haben wir uns dann für einen schönen Oldtimer, dem DeSoto von Chrysler Baujahr 57, entschieden. Ja. Und hast du bewusst nach einem DeSoto oder nach einem Fahrzeug mit einer Flosse, nach einem Ami geguckt? Ja, oder? Wir haben einfach geguckt, weil wir beide zusammen Boogie tanzen, und dann haben wir gesagt, es muss ein passendes Auto her. Und dann ist logischerweise ein Amerikaner nicht das schlechteste Wahl. Ja. Habe ins Internet reingeguckt, habe mir den dann mal ausgesucht, habe ihn eigentlich blind gekauft mit einem Classic Data Gutachten. Bin dann nach Hause gefahren mit dem Ding, über 800 Kilometer. Zu Hause ging dann der Schreck los, wie bei den meisten, wo man dann halt merkt, hoppla, du musst die Kiste komplett überarbeiten. Und da kann ich ein ganzes Buch eigentlich drüber schreiben. Also wir haben so einen überholten Motor schon runtergeschmissen, dann wieder aufgebaut. Dann hat es mir von der Benzinpumpe praktisch den Benzinhebel reingedreht. Dann haben wir da wieder komplett die ganze Steuerung neu machen müssen. Also insgesamt haben wir 5 Jahre gebraucht, bis wir endlich mal das Auto nutzen konnten. Und da nochmal danke an meine Frau für die Geduld, muss ich einfach mal sagen. Ne? Ja, und ich wahrscheinlich auch zwischendurch ein bisschen motiviert, aufgebaut oder wie auch immer. Ne? Das ist ja so, weil wenn man das Auto kauft, dann ist man schon 800 Kilometer damit gefahren. Und dann stellt man fest, okay, der Motor ist nicht in Ordnung. Also das war so, dass die Töpfe im Prinzip, die hatten Risse, sagtest du? Die Köpfe, ja. Die Köpfe hatten Risse und das wurde da mit einer Paste zugekleistert, sodass es halt hält, bis du nach Hause bist. Ne? Bis nach Hause. So funktioniert es und damit war es das. Und letztendlich habe ich zum Glück damals auch rechtzeitig noch in Amerika einen Ersatzmotor gekauft. Und da konnte ich dann die Teile auch entsprechend tauschen lassen. Ne? Also du hast einen Schlachter noch, einen Motor zum Schlachten, ja. Und dann war es aber schon, halt, wie gesagt, ich erwähne es hier mal, es gibt ein Vorgespräch, wir quatschen erstmal, also ich weiß, wäre so die Chronologie im Prinzip. Aber das ist schon ein großes Auf und Ab, was du da durchleben musstest, weil dann hattest du ja hier einen Oldtimer-Schrauber, der guckt dann da rein und sagt, kannst du vergessen. Das ist nichts für mich. Dann hast du jemanden in Holland gefunden, der sich auf sowas spezialisiert. Ja, die haben ja den Motor im Prinzip General überholt und du freust dich dann drauf. Und wenn du dann feststellst, dass man eigentlich Köpfe, die man nicht mehr reparieren kann, weil die aus Guss sind, wenn die Risse haben, trotzdem überholt werden, dann ärgert einen das.
Ja. Und ich habe dann zum Glück vom Ersatzmotor die Köpfe genommen, nochmal neu überholen lassen. Kostet auch Geld und Zeit. Ja. Und für mich war das Wichtigste eigentlich, dass die Kiste irgendwann mal läuft, dass ich mit meiner Frau auch den Spaß habe. Ja, genau. Weil sonst verliert die Frau auch den Spaß dabei irgendwann. Ne? Und dann wird es halt schwierig mit der Oldtimerei. So ist es, ja. Und dann war alles fertig und dann ist er runtergefallen. Ne? Motor runtergefallen, wieder neu überholt, wieder einbauen lassen. Anschließend, wie gesagt, Benzinpumpe, der ganze Kram von vorne. Dann bist du wieder da, dann musst du wieder abschleppen lassen. Weil so ein Auto in der Länge kannst du ja nicht einfach so hinten hinhängen. Der wiegt ja auch 2,3 Tonnen. Ja. Ne? Ist ja ein richtiges, gewichtiges Teil. Naja, aber jetzt ist er da, wir sind happy und nutzen ihn jetzt auch. Und er funktioniert auch. Und jetzt funktioniert man muss sagen, von der Karosserie, Chrom, Interieur, alles in einem super Zustand. Man darf immer nicht vergessen, Baujahr 57 auch dabei. Ne? Ja. Und wenn man dann noch sieht, was für ein Schnickschnack in Anführungsstrichen er schon hat, also elektrisch verstellbare Sitze, unglaublich, hätte ich nie vermutet. Servolenkung, Tiptronic hat eine Kupplung, ne? Ja. Also wo du praktisch mit den Fingern tippst. Ne? Das ist schon für damals sehr fortschrittlich, muss man sagen, elektrisch verstellbare Sitze, also die waren schon sehr weit. Ja. Und ja, die Weiten von den USA, du siehst ja halt einfach, das ist ein Riesenauto. Das ist ein Riesenauto, ja. Dementsprechend fährst du 6,20 Meter, glaube ich, entsprechend fährst du halt auch in den Kurven wie mit so einem Sofa. Ne? Ja, genau. Das heißt, hat 300 PS, hat einen Hemi-Motor drin, V8. Ja. Ist ein Originalmotor, da haben wir Wert drauf gelegt. Und deshalb war die Schmerzgrenze doch recht groß, bis wir fertig waren. Jetzt freuen wir uns, dass ihr da seid, dass wir jetzt das Interieur, gerade was das Leder anbelangt, nochmal, lass mich da mal überraschen. Ja. Haben wir ein paar Videos schon gesehen und ich glaube, es wird top. Ja, wir gehen dann gleich, wenn ich ans Interieur rangehe, dann werde ich einmal erzählen, was können wir heute machen, was ist aufwendiger, muss vielleicht in der Werkstatt gemacht werden oder wie auch immer, wobei es insgesamt in sehr guten Zustand ist. Ich habe ja schon mal reingeguckt, ist das schon im guten Zustand und heute geht es in erster Linie Reinigung und Pflege. Korrekt. Und dann werden wir noch mal zu einem anderen Termin uns um andere Dinge kümmern. Aber das werde ich gleich erzählen. Aber ganz kurz noch mal für Leute, die nicht so ganz im Thema sind, amerikanische Fahrzeuge. DeSoto wurde von Chrysler gebaut? Wurde von Chrysler gebaut, war so ein Luxusmodell, das die wir aufgelegt haben. Gab es schon in den Mitte der 50er Jahre und die haben dann umgestellt auf so ein Flossenfahrzeug. Ja, also der und Maybach. Den haben sie im Prinzip nur 1,5 Jahre gebaut und deshalb ist er halt extrem selten. Das heißt, wenn du Teile suchen musst, tust du dich halt auch entsprechend schwer. Ne? Es gibt meiner Kenntnis nach in Deutschland noch 3 oder 4 DeSotos und dann wird es schon eng. Ja. Aber du siehst ihn halt nicht an jeder Straßenecke. Und ich weiß nicht, ob ich es halt nochmal machen würde, ob ich mich wieder darauf einlassen würde oder mir lieber ein Fahrzeug kaufe, wo ich halt leichte Ersatzteile kriege. Ja, genau. Ne, muss man fairerweise sagen. Die Folge vorher, die ihr gesehen habt, da war ja ein Caddy von Baujahr 84. Das ist ein Fahrzeug, da wurde viel Großserientechnik verbaut. Der Michael hat es da viel leichter als du, weil er auch bei anderen Modellen gucken kann, Lichtmaschine oder was auch immer. Das wurde auch in vielen anderen Fahrzeugen verbaut. Das ist halt bei dem DeSoto nicht der Fall. Und dann ist es, ich wollte gerade sagen, es ist der Maybach von Chrysler quasi. Ja, ist schon eine Herausforderung, so kann man das sagen. Ne? Ja. Genau. Also wie gesagt, wir hatten keine Ahnung von dem Fahrzeug, uns hat er einfach nur gefallen. Mechanisch sind wir jetzt keine Profis. Den Rest kannst du selber natürlich aufpimpen entsprechend, aber da brauchst du halt einfach Leute und da haben wir zum Glück dann mit der Zeit Leute gefunden, die auch entsprechend da firm sind. Ja, dann werden wir mal ans Interieur gehen super. Und gucken mal, was da so ist. So tun wir. Ja, jetzt sind wir draußen. Wie gesagt, sind in Bayern, da muss man ein bisschen warten, bis das Kirchenglocken zu Ende ist. Ja, Franken. So viel Zeit müssen wir haben. Das ist wohl, ja. Das ist tatsächlich wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Das ist mir bewusst, auch wenn ich es immer wieder vergesse. Ja, wir sind hier im Mittelfranken und haben einen DeSoto. Und der DeSoto hat Kunstleder drin. Ja, genau. Da haben die Amerikaner ein anderes Verständnis, als wir haben. Und haben damals auch in der absoluten Oberklasse Luxuswagen, genau, haben sie das reingebaut, genau. Dann vom Zustand her muss man sagen, ist das eigentlich wirklich, wirklich gut. Ich habe den ja noch nicht so lange, deshalb hier gibt es ein paar Flecken, das ist wahrscheinlich durch den Monteur entstanden, ne? Ja.
Und da werden wir einmal reinigen und pflegen. Reinigen, Kunstlederreiniger natürlich und dann Kunstlederprotektor zum Pflegen, damit das auch weich und flexibel bleibt. Und dann ist es aber so, dass Kunstleder, das ist nicht jedem so immer ganz klar, das kann eben auch ausbleichen. Und Armaturenbrett ist ausgeblichen, hier ist ausgeblichen, ne? Und auch hinten die Hutablage. Und das ist ein Thema, wenn man das ordentlich machen will. Und beim 57er DeSoto sollte man das ordentlich machen. Dann darf es aber auch mal ausgeglichen sein. Ja, aber jetzt müssen wir doch ran. Na, das kann man ruhig färben, weil das sieht dann auch wieder schöner aus. Ne? Genau, aber das werde ich nicht heute machen können. Also das werden wir heute nicht zeigen, wie das geht. Wir werden ein Anwendungsvideo dazu machen, irgendwann in den nächsten Wochen. Ne? Haben wir schon besprochen. Aber das muss in eine Werkstatt. Wir holen das Armaturenbrett raus und wir werden auch die Hutablage hinten rausholen und auch die Griffe einmal abbauen. Das ist alles ganz gut und relativ einfach demontierbar. Und das sollte man dann auch machen. Und dann zeige ich in dem Video, also seid darauf gespannt, wie das dann gemacht wird. Dann sieht das wieder gut aus. Heute werden wir uns um die Pflege kümmern. Dann hast du hier ein Lenkrad, genau. Jeder Tipp, wer das gut kann, ne? Bodo macht mal ein paar Fotos. Freuen wir uns. Das ist nicht unsere Baustelle, das ist nicht Lederzentrum Baustelle, sondern da muss jemand ran, der sich eben mit diesem Thema beschäftigt. Gerne in die Kommentare reinschreiben, ich gebe das an Marc weiter. Super, danke. Du hast zwar schon einen, hast du schon an der Hand. Ja, aber der hat eine Wartezeit auch von 3/4 Jahren. Da muss man sich halt genau überlegen, wann macht man es. Ne? Genau. Oder ein zweites besorgen und dann vorübergehen, ne? Ja, wenn du weißt, wo es eins gibt, würde ich gerne kaufen. Wie gesagt, also wenn jemand noch ein DeSoto-Lenkrad übrig hat, ne? Und das soll in gute Hände, Marc würde sich freuen. Absolut. Auch wenn ihr es nicht in einen Kommentar reinschreiben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail bitte. Ne? Dann, die steht auch unten drin, aber einfach ans Lederzentrum eine E-Mail, das landet dann schon bei mir und dann passt das. Was ich gesehen habe, ist, du hast Gurte drin. Die sehen für meinen ersten Empfinden original aus, aber super, super neu. Hast du die nachgerüstet? Oder? Die gibt es zum Nachkaufen, die haben wir dann nachgerüstet, haben wir selber eingebaut. War auch finanziell überschaubar und sind speziell auf 50er Jahre gemacht. Das hat uns sehr gut gefallen. Ja, genau. Wir haben auch hinten dann die Gurte reingebaut, ne? Wenn da hinten jemand sitzt. Weil du hast ja keine Kopfstützen, das war halt damals so. Und Gurtpflicht hast du ja auch nicht im Endeffekt. Also von dem her war es einfach ein Stück mehr Sicherheit. Und letztendlich bleibt der Originalzustand dadurch ja trotzdem erhalten. Ja, genau. Und wenn sie jetzt drin sind, weißt du, muss man sie dann auch anlegen, weil sie da sind? Oder? Du meinst vom TÜV her, von der Verpflichtung? Ja. Kann ich dir gar nicht sagen, glaube ich nicht. Aber wir machen es automatisch. Ja, wenn sie jetzt da sind, sollte man sie auch benutzen. Ja, das war nun mal so. Ob es jetzt Vorschrift ist, kann ich dir gar nicht sagen. Ob das dann so Vorschrift ist, ja. Ja, ansonsten das Auto ist in relativ gutem Zustand. Das heißt, das Chassis war sehr gut. Der Unterboden ist perfekt. Das ist ja meistens bei den Amerikanern zugeschmiert, zugespachtelt und hinterher hast du da Trappel ohne Ende. Wir hatten leider, obwohl es ein Hemi-Motor ist, den man nie kaputt kriegt, ist es doch jemand gelungen, der ist zugegleistert mit allem drum und dran und wir mussten da komplett die Technik neu machen, kurioserweise. So, die Optik an sich hat sehr gut gepasst. Das ist ein bisschen eine amerikanische Lackierung, sieht man hier oben, wurden die Gummis mit lackiert, aber gut, im Endeffekt eine gewisse Patina würde ich gerne behalten und das ist halt das Entscheidende. Ja, wir nutzen das Auto, indem man eben auch zu zweit was machen kann. Motorradfahren mache ich immer allein und so bin ich halt mit meiner Frau dann immer unterwegs. Genau, dafür ist er. Genau, also nächste Szene, ich beim Arbeiten. Genau. Colorlock Kunstlederreiniger auf die Bürste schäumen und dann mit leichten kreisenden Bewegungen oder mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen die gesamten Flächen, wo Kunstleder ist, reinigen, mit dem Tuch gelösten Schmutz und Reinigungsreste lösen und dann hartnäckigere Sachen kann man gut wie hier mit GLD einmal anfeuchten die Oberfläche und dann mit dem Reiniger und der Bürste auf das angefeuchtete Kunstleder drauf und dann eben mit dem Tuch wieder abwischen. Auch da oben in dem weißen Bereich, da waren so ein paar Kugelschreiberstriche und dann, ja, seht ihr hier die Beifahrerseite, Fahrerseite, vorne, hinten, also alle Flächen habe ich gereinigt und wieder abgewischt und dann den Kunstlederprotektor hinterher, um die Oberflächen zu schützen. Ja, das Schöne
was ich nicht erwartet habe, auch was Bodo und Stefan nicht erwartet haben, ist, wir haben viele, viele tolle Leute kennengelernt und jetzt in der letzten Folge Marc und Dani wirklich die Kirsche auf dem Sahnehäubchen mit dem DeSoto, sensationelles Auto, ein sehr, sehr cooles Pärchen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch beworben habt. Auch vielen Dank, dass du den Fahrspaß mitgemacht hast. Ja, gerne. Ne? Wir haben immer wenig Fahraufnahmen gehabt. Jetzt hatten wir nur den Caddy eigentlich und euren, der gefahren ist. Wir sind auch einmal mit dem Jensen gefahren, aber kommt man nicht so weit raus, weil er nicht angemeldet war. Da muss man auf diesem Privatgrundstück bleiben. Deshalb ist das natürlich cool. Nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ja, so richtig viel reparieren war ja hier nicht. Ne? Also wir haben ja gesagt, man kann das nachfärben. Da machen wir mal ein separates Video darüber, wie man das macht. Ne? Okay. Und von daher kann ich da gar nicht so viel sagen. Gibt gar nicht so eine richtige Abnahme. Meistens ist ja so, da habe ich noch irgendwas repariert und dann eine Abnahme. Ich habe gereinigt und gepflegt. Top gemacht. Vielen Dank. Wir freuen uns. Damit seid ihr zufrieden. Das ist Ziel Sehr erreicht. Zufrieden. Und ja, nochmal vielen Dank. War für uns ein super Tag hier. Hat Spaß gemacht mit euch. Und ja. Wir danken auch nochmal ganz herzlich. Colorworks kann man nur empfehlen. Also vom Allerfeinsten muss ich sagen, werden wir auch weitergeben so. Und gerne wieder, auch für eine schöne Rundfahrt. Seid ihr immer gerne eingeladen bei uns. Ja, super. Vielen Dank. Und dann jetzt für meinen Social Media Manager Stefan. Abonnieren, Glocke aktivieren, Kommentar unten reinschreiben, Facebook abonnieren natürlich, Instagram abonnieren, LinkedIn, da findet ihr mich auch. Und wo auch immer, ich weiß es nicht. Viel Spaß, danke, bis zum nächsten Mal.